Auf diesem wunderschönen Tag begrüße ich im Wonderworks Podcast eine Frau, die mit ihrer Stimme und Präsenz ganze Welten verbindet. Marie-Anne Manza Ismailova. Manza ist international tätige Sängerin verschiedener Genres, diplomierte Schauspielerin, TV- und Radiomoderatorin, Autorin und Coachin und seit 25 Jahren auf Bühnen zu Hause. Ihr Weg hat sie nach London und Moskau geführt, zwei völlig unterschiedliche Welten, die sie geprägt und immer wieder herausgefordert haben. Sie und ihr Mann Benjamin waren ihr ganzes Leben selbstständig, was bedeutet, sich ständig neu erfinden, mutig bleiben, Möglichkeiten sehen und darin zu wachsen. Und mitten in all dem ist sie auch dreifache Mutter. Manza beschreibt sich selbst als mutige, tapfere und romantische Seele voller Ideen und Energie. Und genau das bringt sie heute mit. Die Tiefe einer Künstlerin, die Offenheit einer Lernenden und den Mut einer Frau, die sich immer wieder neu erschafft. Bleib dran, dieses Gespräch könnte etwas Besonderes in dir wecken und tauche ein in Wonderworks. Und bevor wir richtig eintauchen, beginnen wir dieses Gespräch in Slowenisch und wechseln danach ins Deutsche, damit viel mehr Welt von ihrem großen Talent erfahren kann. Danes sem zelo, zelo vesela, da imam takšno posebno gostjo, Marie-Anne Manza Ismailova. Vedno, ko sedi kdo nasproti mene, grem nazaj v ta moment, ko se je moja življenjska pot srečala s potjo mojega gosta ali gostje. In jaz se zelo spominjam, kako si pred približno 2 letoma in pol sedela v moji ordinaciji in sva prišli prvič v osebni kontakt, kar me zelo, zelo veseli. Glede na to, da tebe slovenski prostor zelo pozna, ker ti nisi samo v moje življenje prišla kot klientka, kot mamica, ki je bila v dobrem upanju, ampak tudi kot umetnica, ker te prej nisem poznala, bi bila zelo vesela, če midvi danes potem v končni fazi pleševa skupaj mogoče v 3 jezikih, predvsem v nemščini, slovenščini, v angleščini, tako da narediva večji dostop publiki do tebe, ki te ne pozna izven Slovenije, na primer. In zato se na ta mogoče 3-jezični ples še res posebno veselim, ker sama rada, jaz vem, da ti govoriš veliko jezikov, jaz govorim veliko jezikov in nama bo v 3 jezikih malo plesati zelo lepo, mislim, da. Ja, Also herzlich willkommen, danke. Marie-Anne Manza Ismailova. Ich bin so unglaublich glücklich, dass du heute da bei mir sitzt. Ich auch. Und vor allem bin ich glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, dich bei mir als Gästin zu haben und dich einer Welt bekannter machen kann, die dich womöglich so noch nicht kennt und dieses Gold, was du mit der Welt teilst. Und das ist ein großes Herz. Das ist deine besondere Stimme. Und du eroberst jetzt auch die Bühnen in Österreich, dass die von dir beschenkt werden können und dass die dich kennenlernen können und dass sie ein Bild und eine Stimme hinter der Bühne auch bekommen, wer du bist und wie eigentlich dein Weg gegangen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heute da sitzen, wo du in Österreich gelandet bist und wir da ein Teil deiner Kunst sein können. Mhm. Ja.
wir haben zusammengefunden in deiner 3. Schwangerschaft und das ist eben gute 2,5 Jahre her. Das war eure 3. Tochter und eigentlich Anfang von einem ganz neuen Schritt in eurem Leben als Familie auch, Ja. diese Übersiedelung von Slowenien nach Österreich. Ja. Und wo ich beginnen möchte, ist es diesen Schritt zurück zu machen. Wo kommt Marie-Ann her? Wo sind deine Wurzeln? Wo bist du entschlüpft? Das ist in Slowenien. Geboren bist du in Kran, aufgewachsen in Lesce. Und ich würde gerne wissen, wie war dein Leben als Mädchen in Lesce? Und wann hast du diesen Funken in dir gespürt, dass du mit deiner Stimme die Welt erobern möchtest? Ja, danke. Danke für die Einladung. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil das ist wirklich mein erstes Interview auf Deutsch, mein erstes Podcast. Fühle ich mich sehr geehrt, dass du bei mir diesen Mut fasst und dich in einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, mit mir ins Gespräch gehst. Ja. Aber ja, es ist so, ich bin hier und es sollte früher oder später passieren, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin geboren in der Nähe von Bled. Bled, ich glaube, kennen fast alle. Ja, genau. Ein Dorf, ein ganz normales Leben, ruhiges Leben. Ich habe immer sehr viel gelesen, weil mir so langweilig war die ganze Zeit. Ich wollte alles wissen, alles verstehen. Ich wollte in die Welt gehen und alles erleben und deswegen, ja, die Bücher waren für lange Zeit die einzige, was ich hatte. Und dann mit ungefähr 12 Jahren habe ich die Musik entdeckt, erst klassische Musik, Oper, Carmen und so weiter und dann Musical mit Barbra Streisand und dann noch tolle Sängerinnen wie Marlene Dietrich und Jazzsängerinnen wie Ella Fitzgerald. Und also es ist dann so passiert, dass ich habe fast die ganze Zeit nur gesungen. Ich war in meinem Zimmer, habe versucht zu verstehen, die Wörter, die Texte, weil damals es gab kein Internet. Man musste alles selber schreiben und wenn man das Lied singen wollte. Und dann mit ungefähr 14 Jahren hatte ich schon Mut. Ich habe begonnen, öffentlich zu singen und alle sagten, oh, wie eine schöne Stimme und so weiter. Das war ja schön für mich. Und dann, als ich 16 Jahre alt war, es war ein Wettbewerb damals. Prvi glas Gorenjske, erste Stimme von Gorenjska. Gorenjska ist diese Region von Kran bis Kranjska Gora, mit Wode auch fast bis Laibach und dann auch Bochum, wo die Berge sind. Gore sind Berge auf Slowenisch. Und ich habe dort gesungen Memory aus Cats. Dieses Lied hat mich schon immer begleitet, war immer sehr besonders für mich. Ich erzähle dann noch später, warum. Und ich war Zweite, also nicht die Erste, aber das war schon ziemlich gut. Ja. Und dann bin ich begonnen, in Bled Hotels zu singen. Habe ich begonnen, habe ich begonnen, in Bled Hotels zu singen. Und ich war damals im Gymnasium und ich habe auch ziemlich viel Geld verdient damit. Einmal oder zweimal pro Woche habe ich so gesungen, war okay mit einem Pianist. Auch Repertoire von Musicals bis zum Jazz, Chanson. Ja, und dann war plötzlich die Gymnasium zu Ende und
ich habe versucht mehrmals ein Gesangsstudium zu anfangen, entweder Klassikmusik oder Klassik oder Jazz oder also es war mir egal was, aber ich war nicht spreta. Du wurdest nicht aufgenommen? Ich wurde nicht Aufgenommen in aufgenommen. Ljubljana? Ja, mehrmals. Mhm. Sogar in Musikschulen. Das war wirklich, also ich war nicht typisch. Ich Es ist ich sehr hatte eine spannend. sehr besondere Stimme und also meine Stimme war nicht typisch. Und Aha. ja. Und Vielleicht ist das besonders, weißt du was? Dass man den Leuten, die uns zuhören, einfach auch mitgeben kann, man muss nicht Erster sein. Man darf nicht verzweifeln, ja. wenn im ersten Anlauf Sachen nicht sofort funktionieren, weil Fakt ist, es war offensichtlich so richtig, Ja. weil heute bist du eine international renommierte Sängerin, Moderatorin, Schauspielerin, Regisseurin, Buchautorin, Coachin. Du hast ein Repertoire von über 400 Liedern in 23 Sprachen. Du hast 8 Studioalben aufgenommen, 2 davon für Kinder und Babys. Also dein Leben hat sich so großartig entfaltet, Ja. auch wenn diese Anfänge eigentlich vielleicht eher enttäuschend waren. Ja. Aber was hat dir immer Mut gegeben und die Energie gegeben, an dich zu glauben und weiterzumachen? Ich hatte immer einen sehr starken Instinkt, was ich machen sollte und sehr große Träume und nicht viel Angst. Einfach, ich wusste, was ich will und ich war ein bisschen crazy, so manchmal, weil also von meinem Dorf nach London zu gehen Ja, der und nächste Schritt war dann ja, ich London. habe ein Jahr Jus studiert. Das In war, ja, Ljubljana? in Ljubljana. Und dann habe ich in Klagenfurt mein erstes Musical gesehen. Das war Cats. Und als ich das Lied Memory live hörte, es war wie, weißt du, wie für Priester, wie sie sagen, sie haben gehört, Erleuchtung. ja, von Gott. Das Aha. war für mich, also Schluss mit Jus. So Schluss mit schön. Jus. Ich bin dann gegangen zum Stage Door. Es war wie ein Traum für mich. Mit wem warst du beim Konzert? Wer hat dich da? Mit meiner Mutter. Deine Ja. Mutter. Aber sie hat dort gewartet und ich sagte, ich muss alle kennenlernen und ich muss verstehen und entdecken, wie man das studieren kann und was muss ich machen, was muss ich lernen. Und Damit so. du so auf der Ja, Bühne stehen ja. kannst. Und der Musical Director war aus England, ist sehr freundlich. Sie haben mich eingeladen, einen Drink zusammen Ja, zu trinken. Und sie haben mir alles erzählt, alle Schulen, wie muss ich mich vorbereiten. Das war unglaublich toll. Und dann einen Monat später war ich schon wieder da. Es war ziemlich teuer für mich damals, aber ich habe also irgendwie das Geld gefunden und wieder und dann noch wieder. Und dann Immer zur Vorstellung, ja, weil die länger da gespielt ja, haben. sie waren ein bisschen länger hier. Ja, ich kann mich erinnern, Ja. weil ich bin da schon in die Schule gegangen in Klagenfurt. Weil Ja. ich bin mit 15 nach Klagenfurt gekommen aus Slowenien und ich weiß, ich war auch bei einer Vorstellung und die haben eine längere Episode gehabt. Genau. Und du bist wie oft insgesamt? Also 3-mal und dann sie sind nach Wien gegangen und sie haben mich schon wieder eingeladen mitzukommen und ich war schon als Gast. Ich war dort beim Proben. Einige Mädchen haben mich eingeladen, auf der Sofa dort zu schlafen. Und es war wie ein Traum für mich, also der Anfang. Das war der Anfang. Ich war dann eine Woche mit Cats zusammen in Wien, als ich 19 Jahre alt war. Wirklich? Ja. Ja. Und damit war dein Jus-Studium beendet? Meine Eltern waren nicht zufrieden. Ja, genau. Wie haben deine Eltern deine Neuentdeckung, wie haben das deine Eltern einfach betrachtet? so.
Es ist Ihnen alles Ich habe ein runtergefallen. bisschen gewartet, was passiert next. Und dann ich habe begonnen, in Restaurant zu arbeiten. Ich war eine Kellnerin, Mhm. eine sehr harte Arbeit. Ich Mhm. musste wirklich, es war ein Restaurant mit sehr viel Arbeit für mich. Und bin anfangen schon wieder die Gesang, Gesangsstunden zu nehmen, ja, Unterricht zu Gesangsstunden zu nehmen? nehmen und Schauspielstunden und Tanzstunden, Ballett und Jazzballett. Das hast du Ein alles in Jahr lang. Ljubljana gemacht? Ja, ja, Mhm. und Ballett ein bisschen. Und hast dich vorbereitet somit auf die Aufnahmeprüfung Ja, in London? ja. Und dann 3 beste Akademien in London und die beste, also my favorite one, Yes. sie haben mich Haben Sie genommen. genommen. This one Ja. was, the name was? Mountview Theatre Academy. Mhm. Judi Dench, Brandon Coyle, also ich hatte wirklich tolle Professoren, wirklich Und toll. Ja. dann ist es eine Sache, Ja. diesen Traum zu haben, nach London zu gehen, sich Mhm. vorzubereiten, die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Ja. Und dann kommt ja noch etwas dazu, dass das ja Geld kostet. Ja. Wie konnten dich deine Eltern da unterstützen? Wie war das möglich? Fast sehr wenig. Also Mhm. das war in den 90er Jahren und Slowenien, wir hatten nicht viel Geld. Das hat insgesamt gekostet ungefähr damals 20.000 Marken pro Jahr. Mhm. Und ich habe einfach schon wieder gesucht. Rotarien haben mich unterstützt, Mhm. meine Gemeinde, dann später Ministerium für Kulturministerium. Mhm. Ich habe Benefizkonzerte organisiert, ich habe in London gearbeitet, ich hatte keine freie Zeit Mhm. in einem Boutique. Ich habe Mhm. auch viel gelernt über Mode. Für eine Italienerin habe ich Mhm. gearbeitet. Und ja, ich habe es geschafft. Und am Anfang, ich war fast die Schlechteste oder Die ja, Schlechteste? die Schlechteste Mhm. in meinem Jahr. Mhm. Sie haben mich die ganze Zeit nur geschimpft. Und da, Die haben sich nur geschimpft und alles kritisiert. war schlecht. Und natürlich, mein Englisch war nicht so gut. Wir waren nicht viele Ausländer. Aber dann am Ende war ich eine von Von den den Besten. Besten. Ja, Das heißt, 3 Jahre warst du in London. ja, ja. Wie war es, Toll. Wirklich toll. ein Mädchen aus einem kleinen Land, aus eigentlich einer sehr ländlichen Umgebung, landet in London, verwirklicht sich den Traum, arbeitet und eigentlich alleine, ohne Familie. Es war toll, aber was hat dir immer wieder einfach Mut und Zuversicht gegeben, dass du da am richtigen Weg bist und dass du das alles schaffst? Ich habe jeden Tag geweint. Mhm. Erstes Jahr wirklich. Manchmal bin ich in der Schule gekommen und erst in die Toilette Die Toilette weinen, geweint. weil ich war so einsam und ich hatte so viel Angst. Aber ich habe es geschafft und ich habe nie gedacht, also ich habe schon so viel gemacht, um dort zu sein. Ich habe nie gedacht, um aufzuhören. Mhm. Es war nie eine Idee. Mhm. Ich musste einfach durchhalten. Und Und ja, ja. hast du was in deinem Leben, glaubst du an was Höheres? Glaubst du an eine höhere Kraft, an eine höhere Ja, Intelligenz, ja. einen Gott? Oder was ist dein Konzept von dem, wo du für dich weißt, da ist etwas, was dich trägt? Wie würdest du das bezeichnen? Ich habe einfach eine sehr starke innere Energie. Mhm. Ich bin sehr sensibel gleichzeitig. Ich weine sehr schnell und Mhm. ich habe Angst manchmal zelo hitro se me prizadene. Wie sagt man das? Ja, I get easily dass hurt. du schnell, dass du sehr verletzlich bist. Ja, unglaublich. Mhm. Aber das habe ich dann später entdeckt, ist sehr gut für die Bühne, weil Ja, wenn du das dich- kannst du einfach Wenn du es dir geben. erlaubst Ja, und traust, also ja, in ich die bin kein Gefühlswelt Tank. Manche Diva hineinzugehen, sind bist kein Tanks. Roboter, Ja. ja. Ich bin eine sensible Frau und ich weine, also ich habe viel geweint und deswegen ist auch meine Kunst, das, was ich mache auf der Bühne, it touches people. Ja. Es Es berührt, es bewegt Leute. und Ja. es berührt die Leute. Aber ich
ich höre nie auf. Also ich gehe immer weiter. Mhm. Das ist, ich bin damit geboren, einfach. Mhm. Ja. Und deine Familie hat irgendwann eingesehen, das ist dein Ernst. Ja, Du willst Künstlerin werden, Ja. du willst Sängerin werden, Ja. du willst auf der Bühne stehen. Ja. Und wo sie das dann für sich einordnen konnten, weil du kommst ja nicht aus einer künstlerischen Nein. Familie. Es sind ja keine Sänger und keine Musiker bei dir in der Familie. Ja. Aber Und wir sind 3 Kinder. und ihr seid Ja. 3 Kinder. Du bist Ich bin die Älteste. die Älteste. Ich habe damals ein Auto verkauft. Erstes Jahr, sie haben mich wirklich sehr unterstützt. Die haben се отповедували заради тега. Sie haben Sachen nicht gemacht. Sie haben verzichtet auf Sachen, damit sie dich unterstützen konnten. Genau. Ja, das Mhm. war wirklich toll. Und ja, sie waren dann immer sehr stolz auf mich. Mhm. Mhm. Aber it goes on. Ja. Das war nur, und uns haben die ganze Zeit gesagt, das war sehr cruel, wie sagt man cruel? Sehr beinhart. Ja, peinlich. Mhm. Im Beinhart. letzten Jahr, sie haben uns die Lehrer, sie haben uns die ganze Zeit gesagt, manche auf euch stehen jetzt für das letzte Mal auf der Bühne. Es ist ein sehr Hartes Geschäft. ein hartes Geschäft und genießt es jetzt. Und wenn ihr glaubt, dass jetzt anstrengend und hart ist, es wird noch 100-mal Härter. härter. Und genau so ist es. Mhm. Ja, das war ein Kindergarten noch. Noch ein Kindergarten. Ja. Das ist fast so, wenn ich Eltern begleite als Ja. Hebamme. Und manchmal ist der Weg dorthin, dass der Kinderwunsch erfüllt wird, schon nicht so einfach. Mhm. Und man muss genauso wie du deinen Weg gegangen ist in einer künstlerischen Karriere, manche Hürden überwinden und nicht aufgeben, wenn dieser Wunsch nicht sofort erfüllt wird. Und dann ist der Wunsch erfüllt, dann ist die Frau in guter Hoffnung und hat aber eigentlich noch keine Idee, kann sie auch nicht haben, dass das ein Anfang ist, weil in die Rolle der Mutter zu gehen, die Mutterschaft einzutreten Ja. und ein Kind ins Genau. Leben zu begleiten, da ist Schwangerwerden noch Geringeres. Dann ist nett, aber die Reise beginnt erst dann, wenn sie auf der Welt sind. Mhm. Du hast 3 Töchter, Ja. die du mit deinem Mann ins Leben begleitest. Mhm. Die sind jetzt 18, 12 und gute 2,5. Ja. War es für dich als junge Frau, die da in London diese Ausbildung absolviert hat, immer schon auch eine Idee, dass du gerne irgendwann mal Mutter werden möchtest? Irgendwann, ja. Irgendwann. Aber nicht so ein großes Nicht Traum und vielleicht nur ein Kind, und das war nicht das Wichtigste für mich. Mhm. Und dann kam eine Tochter, sie war geplant, ich war schon 31 Jahre und mit meinem Mann schon, wie lange, 5 Jahre zusammen. Mhm. Und dann, ich war nicht sicher, ob ich noch Kinder haben möchte. Mhm. Gott sei Dank waren alle 4 Großeltern in der Nähe, weil ich war sehr fokussiert auf meine die Karriere. Mhm. Und sie war sehr viel einfach mit den Großeltern. Ich war die ganze Zeit unterwegs und ich habe eigentlich ihre Kindheit irgendwie so Modilla. Also ich war nicht so viel. Ja, ich war nicht so viel da. Und es tut mir leid dafür. Und sehr viele bekannte Künstler sagen das. Dass ihnen das abgeht. Ja, dass sie nicht die Kinder aufwachsen gesehen haben. Ja. Und das war meine erste Tochter. Und dann 6 Jahre später kam Wurde sie in Slowenien geboren oder warst du da woanders auf der Welt? Wir sind speziell zurück nach Slowenien gekommen, weil Damit wir wollten die Großeltern in der Nähe haben, weil wir wussten, wir werden viel unterwegs sein. Wir hatten große Pläne, Projekte mit Orchester und so weiter. Und ich habe wirklich sehr viel gearbeitet. Nicht nur als Sängerin, Künstlerin, aber auch, wir hatten nie Managers. Also ich war immer, mein Mann und ich, wir waren immer
alleine für alles. Und das war auch Das ist anstrengend, groß, ja. schwer. Das bedeutet Tickets verkaufen, Werbung machen und alles. Und wenn es nicht gut geht, trotzdem auf der Bühne gehen und performen. perfekt aussehen und viel Mhm. Energie haben. Und ja, das habe ich auch erlebt. Vielleicht machen wir, bevor wir da noch in die Mutterschaft tiefer eintauchen, würde ich gerne wissen, du bist dann aus London zurückgekommen nach Ja, Ljubljana. ein bisschen in Afrika und Deutschland bin ich da. Also in Ja. Afrika und Deutschland warst du unterwegs? Ja, in also Theaterprojekte, Künstlerprojekten? ja, international auf Englisch. Und wie ist dann dein Mann in dein Leben getreten, der auch Musiker ist, mit dem du jetzt eigentlich sehr viel gemeinsam kreierst? Ich bin zurück nach Slowenien gekommen. Ich hatte ich bekam meine eigene Fernsehsendung. Also erstes Programm, Ja. Samstagabend, also Wow. top, Prime. Mhm. Und meine erste Show war am Jahrabend, ja, mit 0 Erfahrung. Das war Aber auch- ganz ehrlich, wie Also bist du einfach dazu schwierig. gekommen? Bist du einfach zu slowenischen Fernsehen gegangen und hast du gesagt, du würdest gerne eine Show machen? Ich war die Einzige in Slowenien, die Musical studiert hat. Ich habe gesagt, ich kann also moderieren, ich bin eine Schauspielerin, ich kann singen, Ja. ich kann tanzen, ich kann alles. Gibt es etwas, was ich hier... Was du machen Ja, kannst? und ich habe mir gesagt, ja, du kannst eine Show haben. So, toll. Wie alt warst du da? 23 oder so. 13? Was war das für eine Show? Was hast du da moderiert? Probabil und Place, Einladung zur Zum Tanz. Ich hatte eine Tanzeinladung. Big Band. Ich habe gesungen, ich habe getanzt, ich habe alles auswendig moderiert. Es war unglaublich. Ich wusste nicht, wie schwer das ist. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 2 Jahre und dann bin ich nach Moskau gegangen. Weil du meinen Mann kennengelernt habe. Ich war schon ziemlich bekannt damals in Slowenien. Ich war auch in einer Werbung für Mobiltelefone. Ich habe etwas gesungen und das war sofort überall. Und ich habe mein erstes Album aufgenommen, und aufgenommen? mit einer Jazzgruppe. Es war noch so Chanson, Jazz, Pop-Stil. Ich habe das damals gesungen, 2 Musicals regiert und übersetzt. Ich habe ein bisschen als Schauspielerin gearbeitet und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und er hat mir gesagt, ich möchte nicht, dass meine Frau Schauspielerin ist, weil das ist kein Leben für eine Frau. Das ist kein Leben für eine Frau. Und es klingt ein bisschen so hart, aber es ist wirklich ein schwieriges Leben für eine Frau, die eine Familie hat und die also mit einem Mann zusammen möchten, die хоче бути за ним мужчим ihr ganzes Leben. Die ein Leben lang mit dem Mann zusammen sein Und möchte, er weil- sehr sanft hat er mir gesagt, du machst zu viel, du musst etwas weglassen. Ja, etwas auswählen. Ja, weglassen. Was bedeutet mehr als andere Sachen. Und ich habe mich entschieden dann für Musik. Also bei mir. Es war nicht it was not like he ordered it, but he advised it. Aber ich habe verstanden, dass er hat recht. Dass er recht hat. Und, weil er ist selbst Musiker? Ja, er ist Er Geiger. spielt Geige. Ja. Und er hat damals in Moskau studiert. Und er hat mich dann überzeugt, nach Moskau für ein paar Jahre zu gehen, um ein bisschen klassisches Gesang zu studieren. Weil das ist auch ein Weg, wie man ganzes Leben singen kann. Weil diese einfache Technik für Musicals und so ist nicht genug. Man muss wirklich Gesang studieren. Und das heißt, habe ich das richtig verstanden, wenn man geübt ist oder geschult ist in Musicalstimme, wird das mit Alter schwierig? Ja, weil das ist eine sehr intuitive Stimme. Man studiert, lernt nicht so viel und das ist ein Way of Singing, das man machen kann, nur wenn man sehr jung ist. Ist. Und, aber wenn man klassisches Gesang studiert, dann man entwickelt, findet neue Wege, adaptiert die Technik und so weiter. Und das
hat mir immer geholfen, alle Stils zu singen. Ich Dass kann man Jazz auch, besser singen, Musical besser singen, weil ich diese neue Technik gelernt habe. das heißt, dieser Schritt nach London, Ja, nach Moskau, war sehr schlau. Unglaublich gut. Wie war Moskau? Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe so viel Schönes gesehen. Die Kultur war praktisch gratis für Studenten und ich habe im Bolschoi so viel Schönes gesehen und Konzerte und so weiter. Und ein ganz neues Leben, eine neue Kultur entdeckt. Und das hat mich einfach viel reicher gemacht. Ja. Ich habe 2 ganz verschiedene Welten kennengelernt und entdeckt und das war einfach toll für mich. Und dann in Russland Künstlerin. Russisch gelernt? Ich habe Russisch gelernt. Mein Russisch war 0 bevor. Ich wollte nicht Russisch lernen, aber ich war Ich habe super. Russisch studiert, aber ich habe nicht so in diese Welt eintauchen können, wirklich in Russland. Ja. Und ich finde es schön, weil überall sehe ich diese Begeisterung Ja. für diese Kultur, Ja. die du da Ja, kennenlernen genau. durftest. Und dann hast du diese Begeisterung einer Kultur wieder mit nach Slowenien gebracht. Ja. Und seitdem habe ich sehr viele russische Lieder gesungen, weil ich habe mich, also es ist eine slawische Kultur, aber sie sind viel tiefer und emotioneller als slowenische Lieder. Slowenische Lieder sind ein bisschen kalter Kühler, und kühler, ja. Aber die sind die Seele Ich finde auch, weint und ich finde, sagt und ja. dass man in der russischen Sprache, die weitet sich noch mehr, die wird tiefer Ja. und da kommt alles noch viel intensiver zum Ausdruck. So ein Gefühl habe ich mit der russischen Sprache, mit der russischen Literatur. Ja. Das öffnet noch einmal ganz einen anderen Raum. Ja. Ja. Und wir haben angefangen, diese großen sinfonische Projekte zu machen mit Sinfonieorchester von Russian State Symphony Cinema Orchestra. Yes. Das ist einer der besten Filmmusikorchestern der Welt. Und ich habe diese großen Projekte im Stil von Andrea Bocelli, aber mit slawischen Liedern angefangen. Also Slowenisch, Kroatisch, Serbisch, Russisch, Tschechisch, Ukrainisch, also alle Länder, dass wir, und das war sehr erfolgreich und schön. Ich hatte viele tolle Konzerte, aber gleichzeitig habe ich auch Musicals gesungen auf Englisch, auf Französisch liebe ich auch sehr, Italienisch und ich liebe es auch sehr auf Deutsch zu singen, besonders Klassik, Schubert, Schumann, Mahler. Wenn du so erzählst, dann kriege ich so ein Gefühl, das ist so unerschöpflich groß, was du in dir trägst und was du zum Ausdruck bringen kannst und was du dir quasi erarbeitet hast. Ja. Und das neben Mutter werden, Mutter sein, Partnerin sein, das ist schon wirklich groß. War diese Entscheidung für die Kinder eine bewusste Entscheidung? Ihr kommt zurück und ihr wünscht euch Kinder? Und hast du da eine Idee gehabt? Kann man eine Idee davor haben, was das eigentlich heißen wird, Künstlerin, Sängerin und Mutter zu sein und das alles unter einen Hut zu bringen? Ja, ich habe immer gesungen, als ich schwanger war und das war immer top, weil alle diese Hormone, die Stimme war so schön und ich fühlte mich so wohl in meinem Körper immer, in deinem Körper? Ja, in meinem Körper. Mit dem Bauch und so. Ja. Da hast du noch einen größeren Klangkörper. Ja, nachdem es war immer erstes Jahr ein bisschen schwer, weil schon wieder die Hormone sind chaotisch und du stillst und dein Körper ist komplett so die ganze Zeit ein bisschen anders und besonders mit Stillen. Es geht so, ja, einmal ist die Stimme da, dann ist sie nicht da. Ich erinnere mich, so einmal, ich hatte ein Konzert und meine Stimme war perfekt. Und dann, ich habe in Pause gestillt und dann war meine Stimme weg. Also
merkbar für mich, nicht für das Nicht für das Publikum. Publikum. Aber war viel, viel schlimmer als früher. Und dann, Und wie war ja, diese Zeit, ja, weißt wie du? war dieser Schritt, weißt du, zuerst einmal dann, ich meine, die Geburt ist was Großes. Ja. Diese Kraft, da der Geburt zu begegnen, Mhm. als Frau und in diese Rolle der Mutter hineinzutreten. Wie war das für dich? Weil ich finde, beim ersten Mal verändert das ja Ja. alles. Wie Aber war du, das für dich? Wie hast du das also erlebt? noch immer, wenn ich nicht schlafen kann und wenn ich auf etwas Schönes denken möchte, ich glaube auch ich denke auf die erste Nacht mit Mhm. einem Kind Mhm. so, das ist immer so. Das war die schönsten, die Zaubern, die Czarowny, the most Mhm. magic Moments in your life. moments in my life. Und Wirklich wie war dieses Gefühl, das besonders das Kind, dritte Kind. besonders Ja. also so die erste Veränderung, Ja. dann war es dann bewusste Entscheidung, noch einmal noch ein Kind Ja, einzuladen? also ich wollte noch immer warten, aber da war ich schon fast 37 und mein Mann einmal sagte, wir warten nicht mehr. So, Entweder ja. oder. Ja, und dann hatte ich mein drittes Kind und es war eine schwierige Zeit für mich, weil ich war dann schon fast 40 und es war ein Druck, ein Pressure, dass ich muss jung bleiben und weltberühmt sein und das Karriere ist jetzt wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Und ich habe diese Zeit wirklich nicht so genossen. Mein zweites Kind und ich hatte die ganze Zeit Druck, dass ich etwas anderes machen solltest. soll. Ich war immer eine gute Mutter, also sehr viel Liebe gegeben, aber mein Kopf war irgendwie auf einem anderen Ort. Wie Sehr findest oft. du, ist die Gesellschaft dafür gemacht, dass wir das richtig gut einbetten können? Die Situation einer Frau, die heutzutage die Möglichkeit hat, zu studieren, zu wählen, ob sie eine Karriere macht oder nicht, ob sie in Partnerschaft leben möchte oder nicht, ob sie in die Mutterrolle schlüpfen möchte und Kinder ins Leben begleitet und dann in all diesen Rollen und Erwartungen eingespannt zu sein in diesem Netz. Was hat es bei dir innerlich gemacht? Weil ich persönlich, ich habe 4 Kinder, ich darf sie ins Leben begleiten, sie sind jetzt schon älter. Und es war mir immer wichtig, dass ich das, was ich in mir spüre, leben darf. Und ich gewusst habe, wenn ich das in mir unterdrücke, dann bin ich, glaube ich, womöglich eine Mama, die mehr Zeit mit Kindern zu Hause verbringt, aber unglücklicher, weil ich diese Stimme in mir, Ja. die kreieren möchte, nicht unterdrücken kann und andersrum aber auch ganz ehrlich zugeben muss, immer natürlich auch mit einem schlechten Gewissen beschäftigt war, dass ich dem allen gerecht werde, dass ich dieser Rolle als Mama, dass sie ja genug kriegen. Wenn irgendwas bei den Kindern nicht gepasst hat, dann habe ich immer mich gefragt, was habe ich nicht richtig gemacht, Ja. was kann ich anders machen. Wenn es in der Partnerschaft nicht geklappt hat, habe ich immer gesagt, okay, was ist mein Beitrag, was kann ich anders machen. Ich habe mich in dann so vielen Rollen erlebt, wo ich immer schlechtes Gewissen gehabt habe. Ja. Wie ist es dir damit Es gegangen? war auch so, ja, genau so. Besonders als ich ungefähr 40, 42 Jahre alt war, ein Chaos. Immer ein Gefühl, dass ich irgendwo anders sein sollte. Als Ja. du gerade bist. Ja, und immer ein schlechtes Gefühl, ein Rush, the time is running out. Aber es ist viel besser jetzt. Ich organisiere mich viel besser jetzt. Ich sage ja jetzt, ich spiele, jetzt ich singe, jetzt ich arbeite, jetzt bin ich unterwegs, jetzt bin ich zu Hause und ich mache diese Grenzen viel besser. Aber ich muss sagen, dass ich habe wahrscheinlich zu wenig Zeit für meinen Mann.
Und ja, Wie mein geht er Mann, damit um? Wie geht er wir damit sind um, dass sehr, du zu wenig Zeit die hast? für ihn? einzige Zeit, dass wir zusammen haben, ist normalerweise im Auto, wenn wir zum Konzerte fahren oder so etwas. Und dann sprechen wir über Arbeit oder Was mit Projekte den oder Kindern Pläne. los ist? Ja, aber fast keine Zeit für uns zusammen. Wir haben es jetzt im September für das erste Mal gemacht. Dass ihr alleine September weg wart. 25. Ja. Wir waren für das erste Mal wahrscheinlich in 17 Jahren zusammen, 3 Tage auf der Insel Kirk. Das muss er das erste Mal in 17 Das war ein Jahren Geburtstagsgeschenk für ihn. für ihn. Hat er sich 3 Tage gefreut? zusammen, ja. Wir haben einfach nichts gemacht. Geschwommen, gegessen, geschlafen. ins Meer Ja, und, geschaut. ja. Ich finde das groß. Ja, Aber er das sollten weiß, wir öfter machen. Das ist und mein er Plan. weiß, dass es dir wichtig ist, Ja, dich zum Ausdruck zu bringen. ja, es gibt auch so, es ist nicht immer einfach, Und zusammen ihm, zu sein. und ihm Ja, ist es auch wichtig, dass er ja, sich als Künstler zum Ausdruck bringen kann. ja. Und das zu navigieren, Er plus die vergisst Kinder. manchmal auf sich selbst, weil er gibt so viel. Er ist ein Mann, der gibt die ganze Zeit und dann fühlt es sich nicht wohl und er sagt nichts und es ist einfach Unterdrückt er? ja, ja, Mhm. ja. Und das ist, aber jetzt, ich glaube, es ist auch schon besser. Mhm. Aber ein paar Jahre zurück, also als die kleinste Kinder geboren wurde, war auch eine sehr schwierige Zeit für ihn, weil er hat alles auf sich genommen, auch als ich schwanger war. Das war ja auch der Schritt, das war ja genau Ja. der Schritt auch, den ihr gemacht habt, dass ihr aus Slowenien Ja. mit der ganzen Familie nach Österreich übersiedelt Ja, seid. das war 2020. Das war ja. 2020. Ah, ihr wart schon 2 Jahre da, ja, in der Corona-Zeit. Ja. Und trotzdem, es ist da alles neu. Es ist zwar Ja, nur über Karawanken. Erst war Corona-Zeit Mhm. und dann war ich schon plötzlich schwanger. Ich bin jetzt erst 1,5 Jahre so in der Öffentlichkeit schon wieder. Schon wieder. Ja. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, als du bei mir gesessen bist und ich dich dann einen Teil begleiten durfte. Mhm. Das war eine der ersten Fragen war, Sala, da und da habe ich ein Konzert und da muss ich wieder gut beisammen sein. Ja. Und das war relativ bald nach der Geburt. Ja. Wie viel Also später? kein Kaiserschritt für mich. Ja, Ich habe genau. mich Also immer entschieden. Sala, wir müssen Ja. alles machen. Ja. Kaiserschnitt geht sich nicht aus, weil ich muss, wie viel später warst du auf der Bühne? Ja, wahrscheinlich Wie viele Wochen? in Juni, also sie ist Ende April geboren. Ja, Im genau, Juni. so 2, 3 Monate später. Ich muss meine weniger, Stimme haben, Ja. ich muss meinen Körper spüren, Ja. da habe ich das Konzert. Und ich habe Ja. dann gesagt, Mansa, Das war immer so. das ist Ja. wirklich bald. Ja, Ja. aber das muss funktionieren. Ich habe Und- mich immer gegen Kaiserschritte entschieden. Ja. Das ist eine gute Ich Motivation. weiß, dass es funktioniert super für sehr viele Frauen Ja. und es ist so kein Problem heutzutage, aber für mich hier eine Wunde zu haben, also ich singe hier, das war nie eine Möglichkeit. Und wahrscheinlich, Und was hast du für Rituale entwickelt, dass du dich fit hältst, als Mama, als Partnerin, als Frau, aber auch als Künstlerin? Weil du kannst ohne deinen klaren Körper ganz schwer deine Arbeit Ja. ausüben. Das heißt, wenn du nicht gut auf dich schaust, ja. und ich weiß, dass du dich sehr viel mit Atmung Ja, beschäftigt hast, Atemgymnastik. mit Atemgymnastik, dass du dazu auch ein Buch Ja. veröffentlicht hast. Das heißt Atme das Leben mit vollen Lungen, Ja. das schon, glaube ich, 3. Auflage in Slowenien hat. Genau, wie nährst du dich? Was ist Atmung für dich? Und wie hältst du dadurch deinen Körper fit und eigentlich... Ja, es ist so, also wie schon gesagt, also als ich ungefähr 40 Jahre alt war, das war eine sehr schwierige Zeit für mich und sind 2 Kinder. Sie waren manchmal krank auch und dann war ich auch krank und ich musste krank singen und dann
alle Konzerte organisieren und alles ging nicht so immer so, wie ich es wollte. Ja. Und ich hatte fast wie ein Burnout. Also es war nicht ein Burnout, aber ich hatte die ganze Zeit diese Angstattacken. Mein Schlaf war sehr schlecht. Und das Gefühl, dass ich nicht einatmen kann. Also ein Dass du keine Stein Luft auf der bekommst. Brust. Ja. Also es war wirklich schlimm. Und wenn ich nicht genug geschlafen habe oder ich zu viel Stress hatte, es konnte auch auf der Bühne passieren und das war sehr schlimm. Ich habe so viel studiert, so viel Lieder gelernt, so viele Konzerte schon gehabt, aber trotzdem, ich konnte nicht atmen auf der Bühne. Das war wirklich schlecht, also diese Attacken. Und dann kam eine Periode, wenn ich sehr lange krank singte und das darf man nicht. Also wenn es tut weh, man darf nicht singen. Und ich habe fast meine Stimme verloren. Ich hatte Probleme mit meinen Stimmbändern? Und ich musste einen Monat lang schweigen. Nodules, wie sagt man das auf Deutsch? Diese kleine Bumps, Also, Novoslitschki. ja, die Knoten hast Ja, du auf ich den hatte Du hast sehr kleine Knoten auf den Knoten, Stimmbändern, ja. ja? Und es war entweder Operation, ich liebe nicht die Operationen, oder einfach schweigen. Und ich habe dann diese alte Atemmethode wiederentdeckt, die ich in Russland gelernt habe. Es ist gemeint, erst war gemeint für Sänger und Schauspieler und auch für, wenn jemand die Stimme verliert und für Leute, die viel reden müssen und so weiter. Aber auch für ganz verschiedene Krankheiten und auch für psychische Probleme, so Angstattacken und so weiter. Und ich habe einfach begonnen zu experimentieren, sehr viel diese Atemübungen zu machen, manchmal sogar 2 Stunden pro Tag. So. Aber nicht zusammen, also 5 Minuten hier, 10 Minuten hier. Magst du 20 sie Minuten, kurz erklären? Was ja. macht man da? Man macht sehr kurze, starke Einatmungen. Immer 8, also 8 ist naturell. Und dann wiederholt diese 8 dann 4-mal. Ich mache es in Ecken in einer Zimmer, sodass man verliert nicht, wie viele waren Wie schon. viele hast du schon gemacht? Also ja? 4x8 Ja? und dann eine Pause, noch 4x8 und noch 4x8. Und das ist eine Hunderter in dieser Methode. Und es gibt 13 Übungen. Wenn man in schon sehr guter Verfassung ist, nimmt eine Übung 1,5 Minuten. Und was machen wir hier? Zwerchfellmuskel. Sie bekommt wie eine Massage, ist wie ein Trampolin und massiert auch alle Organe im Bereich. Bauchorgane. Ja, also das ist auch sehr gut. Ich würde sagen, für Menopause oder wenn Menopause später zu haben, weil wir sind so gewöhnt, hier einen Krampf, ja? Einen Krampf oder einen Stau zu haben eigentlich. Ja, wir sitzen so viel, wir haben so genau. viel Stress. Also die Zwerchfellmuskel sollte sich bewegen für 7 Zentimeter, 20.000 Mal täglich und sie bewegt sich nicht mehr. Ja, weil wir Stress haben, dann diese flache Atmung haben. Und das ist dann in Tag und Nacht, also es ändert sich nicht mehr. Und mit diesen Atmungen, wir einfach entspannen alles und weil wir sehr kurze Einatmungen machen, sehr wenig Luft einatmen. Es ist wirklich wie eine Methode wie Weightlifting für die Muskulatur, Atemmuskulatur. Für die Atemmuskulatur. Sie wird viel trainiert. Und wir also dann es gibt Bewegungen wie nach unten da. Und wir bewegen uns gleichzeitig und wir öffnen unsere Lunge in alle Direktionen. Und 13 Übungen, die nehmen insgesamt also 13 Minuten, 15 Minuten, aber ich mache die auch nicht alle zusammen. Ich mache die sehr oft beim Hausarbeit zum Beispiel. Aufräumen oder so weiter. Also, und die haben dir tatsächlich geholfen, dass du wieder mehr in deinem Körper warst und dass du deinen Körper entspannen konntest.
Also sie bringen diese natürliche Atemreflexe zurück. Also das ist nicht bewusste Atmung, das ist einfach sich entspannen und wieder tief Mehr einatmen. Raum in Ja, dir und ausdehnen einnehmen ja, in dir einfach selbst. fitter zu sein, weil Ja. wir können jeden Tag trainieren, also Fahrrad fahren oder egal was, joggen. Aber wir trainieren diese Muskulatur nicht. Das ist eine innere Muskulatur. Ja, genau. Und mit dem Alter, es wird immer schlimmer, besonders nach der Menopause für Frauen. Ja. Die Lungenokamenio, weil Ja, auch diese sie werden hormonelle versteinert, ja. sie werden härter. Und es ist so schwerer. wichtig. Es ist so unglaublich Das heißt, wichtig, wie diese Atmung, Zähneputzen ja, oder genau, das ist eine Atmung, die machst du jeden Tag. ja. Und das hält Mindestens 5 dich, Minuten ja, oder manchmal nicht. und das hält dich fit und dass dass dein Körper trainiert ist, Ja, dass er das leisten kann, was er zu leisten hat. ja. Was ist noch etwas, was dich nährt, was du brauchst, damit du das alles bewältigen Ich habe kannst? mein Mantra. Mhm. Das sage ich auch jeden Mhm. Tag. Was ist Und das für ein jetzt in Mantra? letzter Zeit Om Prabodip Niranjan Sabadokabhanjan. Mhm. Und das sage ich einfach, das ist also für jemanden, es kann einfach Rosenkranz oder beten. Also man findet sich etwas, was man wiederholt in schlimmen Momenten und dann it moves on Ja. einfach. Und dann kommt Also Bewegung es ist hinein keine und stagniert nicht, ja. Ersatztherapie, aber einfach diese gute Gedanken, die wir ins Universum schicken und das funktioniert super für mich. Was heißt ein Mantra? Weil ich habe ein anderes. Ich habe Gayatri-Mantra, was ich jeden Tag rezitiere, in der Früh und am Abend. Immer wenn ich zu Geburten gefahren bin, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist so eins der ältesten Schutzmantren. Ich habe es sogar tätowiert auf meinem Rücken, weil ich irgendwann erkannt habe, 4 Kinder ins Leben zu begleiten, ist große Verantwortung und Ja. große Aufgabe. Und ich hole mir so viel Schutz, wie ich irgendwie nur kann, damit ich das einfach tragen kann. Ja. Was heißt ein Mantra? Ja, auch, genau. Also, Dođi slabo stran, pripelji mi dobro. Also bring Also das so Schlechte weg und bringt mir das Gute. Ja, einfach Was? so. Und im letzten Zeit, ich mache das im Wald, ganz alleine spazierend. Das ist das Allerbeste, wirklich, was ich machen kann. Wenn ich Zeit finde, natürlich. Und wie oft mindestens in der Woche 20 findest du Zeit, dass du wirklich in der Manchmal in der Früh, manchmal um 14 Uhr, manchmal am Abend. Jetzt sind die Tage schon sehr kurz, es ist schwieriger. Aber ja, ich versuche, in Klagenfurt ist das Gott sei Dank kein Problem, mindestens 15 oder 20 Minuten im Wald alleine zu haben. Und dann ist die Ernährung auch, das ist mir sehr wichtig. Was ist dir in der Ernährung wichtig? Weil ich glaube, dass deine Familie, dass du so aufgewachsen bist, mit einer bewussten Ernährung aufgewachsen bist. Für mich zum Beispiel war damals in Jugoslawien, wir sind ja im gleichen Land aufgewachsen, war das unglaublich fleischlastig geprägt. Und für mich war dieser Schritt nach Österreich zu gehen, die erste Emanzipation, so würde ich das beschreiben, war, dass ich angefangen habe zu entscheiden, wie ich essen möchte. Und da war Fleisch nicht mehr auf meinem Teller. Und es mir wichtig war, ich weiß auch nicht warum, aber damals habe ich schon ein Bewusstsein darüber gehabt, dass das auf meinem Teller ist. Das, was in meinen Körper hineinkommt, das beeinflusst sehr viel, wie ich mich wahrnehme, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme und wie es mir möglich ist, in dieser Welt eigentlich zu sein. Und du kommst aus einer Familie? Ja, meine Oma hat für uns gekocht. Sie lebte zusammen mit uns. Und das war eine sehr traditionelle Bergküche. Sehr gut. Also sie hat sehr gut gekocht, aber schwer, auch viel Fleisch und so. Und ja, das war eigentlich gut, weil die Ingredienten waren immer gut, immer lokal, auch Fleisch und so. Das war auch immer sehr von unserem, also nicht aus Peru oder ich weiß nicht. Nachhaltig und regional. Ja, nachhaltig. Und dann habe ich in London sehr viel Junk gegessen. In Moskau habe ich entdeckt diese tolle Sachen wie
Oatmeal Porridge. Das ist Haferbrei. Haferbrei, ja, Haferporridge. und sehr viele alte, stare mudrosti Alte Prehrane. Weisheiten Ja, in wie der Kefir Ernährung. zum Beispiel, das mache ich jeden Wie noch? Tag. Kefir? Kefir, Mhm. ja, Mhm. von Kerne. Mhm. Also das mache ich zu Hause. Mhm. Aber ich esse Fleisch heute, aber ich versuche sehr nachhaltig zu essen Mhm. und ethisch. Also ich kaufe, ich weiß, was ich kaufe und wo ich kaufe. Das, wie es geht, Bio, sehr viel Obst und Gemüse. In der letzten Zeit, ich esse kein Weizen mehr und kein industrielles Zucker mehr und keine industriellen Fette mehr. Auch industrielles Fleisch und so, das auch nicht. Mhm. Und ja, das ist mein, also sehr, sehr, sehr einfach. Mhm. Sehr viel Hirse, Mhm. fast jeden Tag. Mhm. Und Haferbrei, fast jeden Tag. Fisch esse ich, aber Sardinen, Mhm. das auch. Und so viel wie möglich Obst und Gemüse. Mhm. Das kaufe. Das ist auch kein Problem in Klagenfurt, Mhm. gute Obst und Gemüse zu kaufen. Mhm. Und meine Mutter hat in 2003 einen Bioladen gegründet in Slowenien. Mhm. Und meine ganze Familie ist sehr Bewusst. Prebujena, also ja, bewusst. Wir haben tolles Olivenöl aus Italien. Mein Bruder das ist sein Geschäft jetzt. Seine Frau hat jetzt das Bioladen von meiner Mutter. Übernommen. Ja. Mhm. Und ja, ich weiß sehr viel darüber, aber ich bin kein Psycho. Mhm. Mhm. Ich kann auch Junk essen, auch Burek essen. Also man muss normal sein. Das ist mir Das ist auch ja. Участник се може mal so stupid. Ja. Auch ein Manchmal bisschen muss man es auch ein Alkohol bisschen trinken, vergiften. Bier trinken. So. Das ist auch Leben und ja. Wie können wir uns das vorstellen? Ich habe gesehen und ich freue mich sehr, dass ich nächste Woche zu einem Konzert von dir gehen darf, da in Klagenfurt, dass du jetzt so eine Tournee machst in Österreich. Das Programm heißt Steven. Ja. Und wie können wir uns jetzt als Publikum, die dann im Publikum sitzen, vorstellen, wie schaut so ein Tag aus, bevor du dann am Abend auf der Bühne stehst? Weil ich glaube, dass die Menschen da manchmal so eine verklärte Vorstellung haben, du bist jetzt einen Tag irgendwo im Wald und bereitest dich darauf vor und dann bist du geläutert und in dir und dann stellst du dich in deiner Schönheit dort auf die Bühne. Magst du teilen so behind the scene? Wie schaut so ein Tag aus und wie schaffst du es als Künstlerin, Mutter, Partnerin und mit all den Aufgaben, die du hast, dann am Abend wie diese Diva auf der Bühne zu stehen und dein Gold, deine Kunst, deine Stimme mit uns zu teilen? Ist mir sehr wichtig, ohne Kinder zu sein, dieser Tag. Also meine Mutter, Gott sei Dank, sie übernimmt das. Entweder ich fahre die Kinder nach Slowenien, die Älteste, also sie ist schon 18, das ist nicht wichtig. Das heißt, du Oder- machst es wirklich, du hast die Möglichkeit, dass die Ja. Kinder zu deiner Mama gehen? Ja, ja. Und dann, oder dass sie, also ich Dass sie zu finde dir eine kommen. Möglichkeit, Möglichkeit? dass ich nicht kochen muss Ja. oder irgendwas machen muss. Dann ich mache wirklich alles, weil ich singe immer in vielen Sprachen und ich singe immer ohne Texten. Und es ist wahnsinnig schwer, diese Konzentration zu halten. Und ich wiederhole sehr leise alle Texte. Ich lese, also wenn ich moderiere auf Deutsch, ich habe auch alle Texte vorbereitet, die ich Die du spreche. Ja, sprichst auf dazwischen? Slowenisch oder Englisch, ich improvisiere. Aber für Deutsch das ist noch nicht die Möglichkeit. Und dann ich singe sehr leise. Das heißt, du singst Ja. dich schon tagsüber ein? Ja, und meine Mantra und ich mache eine Körperpeeling mit diese trockene Brüste. So. Und
ich nehme mir sehr viel Zeit für mich und meinen Körper. Mhm. Und dann, ich versuche sehr früh dort zu sein. Mhm. Ich mache selber mein Make-up und Haare, Mhm. meistens. Mhm. Und ja, Stage, Soundcheck. Aber es geht ein ganzer Tag immer. Ja, und die Familie weiß das schon. Wenn Mama Konzert hat, Ja, dann müssen die leise sein, dann Ja. dürfen die nicht streiten und ja, krank werden, ja, ja, das ist die Wahl. was wahrscheinlich nicht immer der Fall ist. Ja, ja, das ist auch ein schwieriger Teil meiner Sie sind ja Beruf. nicht immer- Ja, die sind krank und ich muss singen. Mhm. Und ich kann nicht die Mama, die da ist, Die dann das sonst Kind ist es, versorgt und ja, Mhm. ich versuche einfach gesund zu bleiben. Das ist auch schwer. Aber jetzt, beim letzten Kind, ist es so, dass I don't worry so much. Mhm. Es ist einfach, und dann ich bleibe auch gesund. Mhm. Ich mache alles, was ich machen muss und was eine gute Mama macht. Macht. Und ich bete einfach. So. Ja, das ist eine sehr, Also, ja. sehr gut, also Ja. genau, sehr gute. Also beten ist immer gut, glaube Ja. ich, wirklich. Und wie können wir uns vorstellen, was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du dann dein Make-up gerichtet hast, hast dein Kleid angezogen und dann weißt du, da draußen warten schon viele Leute auf dich und freuen sich, Ja. dass du jetzt auf die Bühne kommst und in diesen Abend schöner machst. Was für ein Gefühl ist da in dir? Es ist immer, ich habe immer ein bisschen Stage Fright, ja, und Mhm. ich bin immer sehr nervös. Also Mhm. alle wissen es schon, ja, geh weg von Geh mir. weg. Aber du nicht gebissen werden auf willst, der dann geh Bühne weg. verwandelt sich das, und das sagen alle, sehr viele Künstler, in sehr große Energie. Mhm. Und es ist einfach eine Boom. Ich so, hallo, ich bin hier, Mhm. ich bin zu Hause, ich bin, wo ich sein sollte. Mhm. Und es ist, ich denke nicht mehr, es ist wie, ich fliege einfach. Mhm. Da, Es bi- alle da triffst du eine Vorbereitungen, andere und Dimension man muss ein. alles sehr gut vorbereiten. Das kann ich sagen. Also Mhm. wenn ich übe zu Hause, das sind da, die, das sind Noten. Das ist Mhm. alles do Pra-Faktory, Разбито. Mhm. Das sind Wörter, das ist nicht schön. Mhm. Aber auf der Bühne, es kommt einfach alles Alles zusammen. zusammen. Das heißt, all diese Elementarteilchen, Ja. in die du das alles vorher zerlegst, wo du jede Nuance Ja. eigentlich übst, Die Intonation und Rhythmus, findet Metronom und so. dann so ein großes Ganze, wenn du auf der Bühne stehst. Ja. Wahrscheinlich brauchst du, ich kann mir vorstellen, tiefe Verbindung mit dir selbst. Mhm. Und würdest du sagen, das was auch viele Künstlerinnen sagen, dass du im Endeffekt in einer Art und Weise gar nicht mehr du selbst bist, Ja. sondern so ein Kanal, Ja, genau. durch den diese Kunst, Ja. diese Stimme durchfließen Ja. kann und das von woanders Ja. herkommt auch. Wenn ich es erlaube, manchmal gibt es Blockaden. Ja? Mhm. Ich denke zu Spürst viel du? trotzdem. Ja. Wenn du zu sehr im Intellekt bist, Manchmal es gibt das so. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich nicht gut sehen kann. Stehst du, ich habe minus 4,5 und ich singe immer ohne Kontaktlinsen. also warte, ich habe dich jetzt verstanden, Und das ist alles dass du nicht gut sehen kannst, Ja. nicht singen, sondern Nein, sehen. sehen. Ich dass kann du nicht so gut sehen. Das Ja. heißt, du hast keine Linsen drin, Nein. Und extra, Ja. Und damit nicht alles ist klar, alles damit es in verschwommen Nebel. ist. Ein bisschen, ja. Ja? Und ich kann mich dann besser konzentrieren. Kannst Ich besser sehe bei dir. nie, wer sitzt wo und Mhm. was machen sie. Vielleicht schauen Handys oder es So ist du für mich bist- alles einfach nur Licht und Energie. Das hilft mir. Mhm. Deswegen möchte ich auch keine Operation machen. Mhm. Mhm. Schon Mhm. wieder. Aber ja, manchmal, es gibt verschiedene komplexe Situationen. Du weißt, dass jemand da ist oder sehr kritisch oder Mhm. dass du etwas nicht so gut geübt hast, weil du nicht genug Zeit Zeit hattest gehabt hast. oder du warst krank oder Ja. du bist ein bisschen krank. Aber dann musst du über alles gehen. Einfach gehen und Im Fokus bleiben, fokussieren. Ja, das ist das Wichtigste. sich mit dir verbinden und Ja. wissen, Und weißt du, ohne Weizen und Zucker zu sein, es Mhm. hilft mir viel besser zu konzentrieren. ja genau. Wirklich, Das mein kenn ich Kopf sehr ist gut. einfach
Ich glaube, ich könnte Ja. all das, was ich in meinem Leben mache, Mhm. mit Weizen und Zucker nicht machen. Ja. Es würde nicht funktionieren, weil ich viel zu wenig Fokus halten Ja. könnte. Genau. Das kann ich bestätigen. Also das kann ich 100-mal unterschreiben. Ja, Mhm. genau. Und was für ein Geschenk ist das? Wie fühlst du dich dann danach? Was ist das, was fühlst du dann nach so einem Konzert in dir? Oder was passiert in dir, wenn das Publikum dann das erste Mal klatscht? Das ist wie eine Droge, das ist das schwierige Moment, weil du kommst nach Hause und du fliegst noch immer und dann ist es back to normal life, schon wieder Spielplätze und Kochen Und verstehst Wäsche du? machen? Ja, Mhm. und ein ganz normales Leben und du weißt, du hast alle diese Energie und du weißt nicht, was du damit machen sollst und, Mhm. aber ich bin jetzt schon gewöhnt, das ist Mhm. so. Am Anfang ist es schwieriger, als ich 30 bis 40 Jahre alt war. Mhm. Jetzt ist es einfach, ja, jetzt ist Okay. das und jetzt ist das. Und jetzt ist das und dann schlüpfst du wieder in eine andere Rolle, Ja, genau. die du auch in diesem Leben Ja, hast. mit Brillen und Putzen Und- und Kochen. Und kochen und all. Also mir ging es so ein bisschen, wo ich ganz viele Geburten gemacht habe in diesen 20 Jahren der Hausgeburtshilfe. Eine Geburt, da musst du auch unglaublich fokussiert sein, im Fokus sein, dass du den Raum für die Frau gut halten kannst. Also da muss ich auch sehr allein sein mit mir, dass ich das schaffe. Mhm. Und natürlich Ja. unglaublich viel Adrenalin, was ausgeschüttet wird, aber auch sehr viel Oxytocin und Endorphine, Mhm. die auch eine Art, die einfach eine Droge sind und wo man dann einfach so fliegen Atmung kann, hilft, ja. wo man einfach fliegen kann, wo ich dann auch immer mehr bewusster gemerkt habe, okay, ich muss mich da einfach immer bewusst runterholen, weil ich muss dann wieder schlafen, am nächsten Tag sind wieder Visiten dran, Ja. zu Hause sind die Kinder und so weiter und so fort. Ja. Also kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man einfach immer besser das regulieren muss, was brauche ich wann. Und deswegen Ja, finde ich genau. auch großartig, dass du sagst, du versuchst wirklich diesen Tag, bevor du am Abend auf der Bühne stehst, wirklich mit dir zu sein und dich vorzubereiten. Ja. Würdest du dann sagen, dass du sehr gut verstehst, wenn Künstler total abheben und Ja, einfach Realität ja, zum ja. Leben und zum Ja, Glauben verlieren? dann müsstest du, am nächsten Tag müsstest du einfach Alkohol trinken oder 7 Etwas, Kaffees was- trinken, aber etwas, du hast so viel Energie, das ist das Gefühl, ja. Mhm. Oder rauchen oder ich weiß nicht was, also ich mache das nicht, aber Mhm. was machen Leute, Drogen und so weiter, Ja, genau. deswegen, weil es ist so viel, also up and down die ganze Zeit Mhm. und du möchtest dann wieder up sein, ja, Mhm. auch ohne Bühne. Mhm. Das ist das Gefühl, ich verstehe es sehr gut. Mhm. Und du bist ja auch nicht nur in einer Stadt, Ja. so wie jetzt mit diesem neuen Programm reist du ja durch die Ja, Städte. aber ich versuche ziemlich lokal zu bleiben mit Also den hast du Kindern und so, diesen ja. Wunsch jetzt nicht mehr, dass du Nach großartig durch die... Australien zu gehen, nein, oder Südamerika. Also Slowenien, Österreich, Deutschland, vielleicht also nach London oder so. Das ist mir für jetzt genug. Das ist jetzt Und nicht so oft. Mhm. Hier gibt es ja noch genug zu tun, Mhm. auch in der Nähe. Und so, Mhm. meine Kinder brauchen mich und ich brauche meine Kinder. Mhm. Ich vermisse sie immer so sehr. Mhm. Und in einem 5-Sterne-Hotel alleine zu sein, Mhm. das ist kein Spaß. Mhm. Verstehst du? Mhm. Vielleicht Mhm. für einen Nachmittag. Mhm. Aber das ist genug. Mhm. Was können die Leute erwarten bei diesem Programm, was du jetzt hast? Was erwartet sie, wenn du für sie singst? Einfach schöne Gefühle, wunderschöne Lieder, die sind von, ich weiß nicht, Piaf und Dalida und Dietrich und Nana Mouskouri und Barbra Streisand und so weiter. Und inspirierende Geschichten über diese Frauen, Die erzählst du dazu? oder einfach das Leben. Mhm. Und ich versuche einfach alles zusammenzuhalten und etwas Schönes, Neues zu erzählen und so, dass die Leute ein schönes Abend verbringen. Mhm. Es ist keine, es ist ein Konzertabend, aber ganz besonders, ich glaube. Und es ist für mich wahrscheinlich auch schwer, weil ich singe manchmal sehr tief. Mhm.
Marlene Dietrich, ja, muss man tief singen. Ja. Oder einmal ziemlich hoch. Und diese verschiedenen Sprachen, diese verschiedenen Welten, von Jazz bis Musical und Chanson und einfach Lieder, das ist eine Herausforderung für mich. Und ich genieße es. Auch diese Herausforderung Juggling einfach zu bringen, ja. mit Liedern und mit Geschichten und etwas über diese Frauenstärke zu erzählen, weil wir sind unglaublich stark, was wir alles machen können und wie viele Sachen, also wir sind Mütter und Ehefrauen und Töchter und wir haben unsere Berufe und Hausfrauen so und einfach ein bisschen über diese Freundschaft mehr zu sagen. Wir könnten mehr Freundschaft haben, ich glaube. Unter den Sogar Frauen, meinst du? uns unterstützen, Mhm. einander unterstützen und gut zueinander zu sein. Und nicht, es gibt so viel so Schlechtes, weil es ist nicht einfach für jede Für jede von uns. von uns. Und Ja. ich glaube, dass wir vielleicht genau jetzt aus genau diesen Konzepten uns mehr trauen auszusteigen, die wir in patriarchalen Systemen entwickelt haben, weil im Endeffekt musste uns das System gar nicht so großartig unterdrücken. Sie haben nur gewusst, an welchen Hebeln man dingst, dass die Frauen sich selbst Ja. untereinander das Leben schwer machen. Und ich glaube, dass Genau. wir heute in einem Diskurs sind, wo wir verstehen lernen, Ja. dass wir die Welt so viel reicher und unser Leben so viel reicher machen können, Dass wir wenn zusammenhalten. wir zusammenhalten und dass wir die Situation für uns Frauen in der Gesellschaft nur dann verändern werden, wenn wir miteinander tun und nicht Ja. gegeneinander tun. Ja, genau. Es ist schon schwer genug. Ja, es ist so, genau, die Rollen, die wir zu Ohne erfüllen diese haben, sind schwer Krass und- genug. Und wie möchtest du, was möchtest du deinen Töchtern weitergeben? Es sind drei. Auch das. Liebe und alles ins Liebe verwandeln. Und wenn jemand mit dir nicht wie sagt Wenn man jemand das? dich schlecht behandelt. Ja, Mhm. einfach vergessen. Nicht diesen Energien größer machen, aber einfach sagen, geh weg. Okay, Geh brauche weg. ich nicht. Und sich konzentrieren auf das, was gut ist. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und glücklich zu sein, egal was sie machen. Also keine großen Ambitionen, einfach glücklich und zufrieden zu sein mit der Arbeit und Liebe zu finden und Liebe zu geben und kochen. Das ist sehr wichtig, dass man kocht, selber kocht und nicht bestellt. Zum Beispiel. Das ist wichtig, dass wir selber kochen. Das ist ein Luxus, wie Sie sagen heutzutage schon. Und diese Wärme zu Hause zu haben, kleine Sachen, die sind wichtiger. Zeit zusammen verbringen, Kleinigkeiten. Man muss nicht reich sein und viel Geld haben dafür. Wir kaufen auch zum Beispiel sehr viel alle Secondhand, weil auch das ist ein kleiner Schritt. Also man kann das Welt nicht ändern, aber es ist ein kleiner Schritt auch. Jeden Tag. Ja, ein paar jeden mehr Tag. Schritte. Und ich habe jetzt den Benjamin nicht da sitzen, aber eigentlich lebt er mit 4 Frauen zusammen. Ja. Und Frau bringt, finde ich, immer Unruhe und Lebendigkeit und Spontanität und Abwechslung in das Leben eines Mannes, weil wir wir sind wie Wasser, wir fließen überall hin, wir haben so viele unterschiedliche Qualitäten, wir verändern uns eigentlich so stark monatlich und im Laufe unseres Lebens. Und wie würdest du sagen jetzt, von deiner Perspektive aus betrachtet, wie gelingt es ihm, mit euch das Leben zu leben als Mann? Weil ihr seid 4 Frauen. Da ist so viel Oxytocin, also das sind, weißt du, das ist so geladen. Wie navigiert er das?
Das musst du ihn fragen. Manchmal ist er wahnsinnig müde. Aber muss ich sagen, er ist ein sehr, sehr guter Vater. Wirklich. Er nimmt sich Zeit für die Kinder. Er ist ein Philosophe. Er erklärt auch sehr viel. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer für ihn. Er war jetzt 10 Tage allein in Georgien, nur Musik und er. Er war in Jury für einen Wettbewerb, für Geigewettbewerb. Und das sollte er öfter machen, ich glaube. Das hat ihm gut getan. Ja, es hat ihm wirklich gut getan. Und ihr habt das auch zu Hause gut navigiert. Ja, zu viert. ja. Er sollte öfter einfach seine eigenen Konzerte haben, ich glaube, in Zukunft. Und seine eigene Symphonie komponieren, das wollte er schon seit sehr lange. Und eigentlich sein Doktorstudium in Wien anfangen, das ist auch sein Traum. Seine Träume warten. Die warten die noch ein ganze bisschen. Zeit, ja, weil er nicht genug Zeit hat. So. Aber er ist ein toller Mann, ein toller Musiker und auch Designer. Er designiert alle Websites, macht Videos, Plakate. Das macht alles er. Ja, seit 20 Jahren. Er ist wirklich sehr gut. Auch Sachen für dich macht Ja. er. Alles, 100%, muss ich nicht aussourcen. Das ist ja Nichts. unglaublich. Ja. Promo-Videos. Ja. Er hat ein Studio. Also, sein Leben gibt er für mich, muss ich sagen. Aber Würdest du sagen, ist das auch ein großer Liebesbeweis, ja, dass er das alles hinkriegt? ja. Ich hoffe nur, dass er das durchsieht. Dass er das aushalten will. Aber ich glaube, dass jetzt kommt eine Zeit, wo er ein bisschen mehr Zeit für ihn selbst haben wird. Für sich selbst haben wird. Also wir freuen uns in Österreich auf all die Konzerte, die vor uns stehen. Im Januar hast du ein Konzert. 2. Januar Am in 2. Felden Januar in Casineum. Felden im Casineum. Das nächste dann ist? Am 8. März in Graz. Ja, Das heißt, dann zum Internationalen Frauentag? Ja, und dann kommt noch ein Konzert Tagenbrunn, Schloss Tagenbrunn. Das ist ein Konzert mit Dinner zusammen. Also nicht zusammen, aber Also es ist ein erst ein Konzert und Abendessen. dann ein Abendessen. Das wurde sehr gut angenommen, weil Ja, das habt ihr das schon haben wir gemacht, schon gell? gemacht, ja, im Sommer. Das kommt im März, ich glaube schon. Wir sind noch nicht sicher. Und dann kommen, ich glaube, Konzerte noch in Wien, Linz, Innsbruck, dann wieder etwas in Kärnten. Und wenn die Leute diese Information finden wollen, dann können sie das auf Eine deiner Website, Homepage ja. machen und auf deiner Auch Webseite. Instagram und Facebook. Auch Aber, da. ja. Wir werden alles verlinken, damit sich die Leute leichter finden. Und da können sie auch über dein Buch nachlesen. Ja. Die hoffentlich wird auf Deutsch übersetzt. Ja. Mit der Zeit, Und deine CDs, deine Alben, die kann man auch das über streamt alles. Ja, das streamt alles, fast alles. YouTube auch. Ich habe fast 3 Millionen Views, sind meine viele Videos dort. Ja, es gibt sehr viel Musik online. Nur mein letztes Kinderalbum, mein Kinderbuch, das verkaufen wir noch und das ist nicht online. Das sind slowenische Lieder, 25. Slowenische Lieder für Kinder. Aber sonst ist fast alles online. Sehr, sehr schön. Ja. Manza, worauf bist du stolz? Das kannst du mich in 20 Jahren fragen. Es Nein, ist noch zu früh. Das frage ich dich heute. Meine Kinder, dass ich etwas Kleines, das Welt ein bisschen besser gemacht habe. Ein klein bisschen ein Steinchen. Indem du mit was ich, das also alle Leben der meine Menschen schöner Projekte, machst. ja, schöner und besser. Das ist meine Aufgabe. Und Sie dir sagen, Herz berührst. alle Projekte zu verbinden, Ja. Liebe zu geben, Ja. gute Energie, einfach verstehen, dass das Leben so kurz ist und dass wir müssen eine gute Zeit haben.
und nicht uns streiten und traurig sein und energielos sein. Und dass jemand sollte etwas finden, was schön ist und gibt ihm oder ihr Energie. Und Wofür bist du dankbar? dass ich in diesem Teil der Welt geboren leben. bin und dass ich so viel Kraft habe, um alle diese schönen Sachen, Projekte machen zu können, dass ich immer wieder diese positive Energie finde. Das ist ja ein Geschenk vom Universum. Das ist, ich bin damit geboren. Und dass ich einige Talente habe, aber ich hatte die Kraft, an die zu arbeiten und sie zu entwickeln. Weil sehr viele Leute haben Talente, aber sie machen nichts. Und sehr viele haben mehr Talent für Singen als ich zum Beispiel, aber sie singen nicht. Und was wünschst du dir? Gesund zu bleiben und dass meine Familie bleibt gesund und dann hat man alles. Mislim, da bomo to zaključek še v slovenščini naredili. Jaz te še zdaj v slovenščini vprašam, na kaj si zelo ponosna v tvojem življenju? Ponosna sem na moje 3 otroke in na to, da pač sem lahko s svojim poklicem, svojim poslanstvom delala svet čisto majčkeno in majhen kamenček lepši in boljši in prijaznejši. In da si želim, da bom to lahko še dolgo časa počela v kakršnikoli obliki, nekako dala neko energijo, srečo ljudem in s tem tudi srečo in energijo sebi. Zakaj si hvaležna? Hvaležna sem, da sem se rodila na tem delu sveta, ker je toliko možnosti, z nepopisno veliko energije in z nekaj talenti, na katerih sem lahko s to energijo delala, jih razvila in nekaj naredila iz njih. In da sem zdrava, da sem močna. In želim si tudi, to je edino, kar si tudi želim za bodoče. Kaj si želiš? Želim si ostati zdrava in močna in nekako ostrega uma in imeti veliko energije. Tudi bom delala vse v tem smislu naprej in da ostanemo zdravi in srečni in tega tudi želim drugim ljudem. Manca, najlepša hvala, da si bila danes moja gostja in da si sebe ne samo z glasom, ampak svojo zgodbo delila z mano und z vsemi, ki naj bojo poslušali. Also ich bedanke mich vom Herzen, dass du heute bei mir zu Besuch warst, dass du dich mit der Welt geteilt hast, mit mir geteilt hast, mit allen, die uns zuhören werden. Nicht nur deine Stimme als Sängerin, sondern als Frau, als Mutter, als Partnerin. Und ich wünsche dir, dass all deine Wünsche, die du in deinem Herzen trägst, in Erfüllung gehen. Danke vielmals. Danke. Sehr gerne. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.